Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten, Themen, die ich für euch habe, ist ITA. ITA ist unhappy mit 321ern, 350er möchte man mehr haben und es geht weiter mit Spritproblemen auf der Insel in England. Aegean Airlines ist mit Expansion Richtung Indien beschäftigt. Wir haben SkyWest-Skandal, da ist die Tochter des CEO für eine Verspätung von über einer Stunde verantwortlich. Ja, und heute natürlich, um da die Klammer zu machen zwischen ITA und ITA, haben wir als letztes Thema ITA Volare. Gestern war Schluss mit lustig. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich dann auch auf School zu kommentieren. ITA Airways A350 ist Expansion geplant. Man will mehr davon haben. Geopolitischer Druck ist auch natürlich klar, weil ITA muss ihre Strategie neu ausrichten. Statt Asien hat man mehr Fokus auf USA, aber auch auf Südamerika. Und man verhandelt jetzt mit dem Mutterkonzern Lufthansa über eine neue A350 mitten in einer geopolitisch extrem angespannten Lage. Ja, man möchte 2028, 2030 mehr 350er haben in der Flotte, um Ziele zu fliegen. Die 330er möchte man auf Amerika schicken und dann möchte man die 350er nach Südamerika schicken. Die 321 Neos sind ineffizient, deshalb möchte man die Triebwerke benutzen für andere Flugzeuge und macht aus den 321ern Gleiter. Man möchte halt die Flugzeuge, wenn man sich stilllegt, vielleicht die Triebwerke für etwas benutzen, wo man mehr Geld verdient. Denn das Problem ist, dass die 321er Neos für Märkte sind, zu denen sie im Moment gar nicht fliegen können. Heißt also für sie ein Problem und für eine kleine Teilflotte lohnt es sich bei der ITA nicht. Auch geht man davon aus bei der ITA, dass die Flugpreise, die Ticketpreise für 2026 um 5 bis 10% steigen. Kerosin ist zwar 80% abgesichert, aber das Risiko steigt trotzdem. Die Nahostkrise beeinflusst natürlich massiv Kapazitäten und auch Flugrouten, die natürlich die ITA nicht ausnehmen. Und man möchte das Lufthansa-Netz, also die Anbindung daran, als Gamechanger benutzen. Ja, die Flottenflexibilität wird bei Fluggesellschaften natürlich entscheidend sein in der Zukunft. Die Widebody-Nachfrage steigt ja auch massiv. Für uns bedeutet das, dass wir weniger Direktverbindungen nach Asien haben, aber steigende Ticketpreise. ITA wird strategisch in Miles & More integriert. Startschuss ist morgen. Und Lufthansa baut sein Multi-Hub-System aus. Und man möchte auch Rom für Südamerika haben, was natürlich dann voraussetzt, was passiert mit der TAP. Gucken wir uns natürlich dann an. Und weltweit fliegen im Moment über 500 plus X Flugzeuge. Und damit gibt es eine Angebotsverzerrung. Rom ist wohl langfristig auch ein Lufthansa-Hub, den man zudem dann machen möchte. Die Frage mit der 23 Neo, ob diese Strategie Sinn macht, das kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Man muss den Leuten ja vertrauen, weil die 23er Neos können Dinge. Und wenn die in die Flotte nicht passen, dann macht es keinen Sinn. Aber man hat ja bei der ITA die Möglichkeit, die im Konzern zu verschieben. Wird Südamerika vielleicht sogar Asien light. Das heißt also, dass die Leute nicht mehr nach Asien fliegen, sondern nach Südamerika. Das wäre mal interessant. Und wie stark wird ITA integriert? Weil im Moment sind es ja nur 49%, wenn ich es richtig im Kopf habe. ITA wird klar zur strategischen Erweiterung der Lufthansa Group. Das kann man so sagen. Auch ist die Entscheidung über den 350 zentral, wie die Positionierung innerhalb des Lufthansa-Konzerns für die ITA weitergeht. Und die Geopolitik bestimmt aktuell stärker, als die Nachfrage es macht. Heißt also, politische Unruhen wirken sich auf den Flugplan aus, nicht wie wir unsere Nachfrage steuern. Und die Frage ist natürlich auch als Frage des Tages gedacht, wird die ITA vielleicht irgendwann mal wichtiger als die Austrian oder die Swiss sogar in der Lufthansa Group? In der UK wird, oder in den United Kingdom, Großbritannien, wie wir sagen, wird der Sprit knapp. Denn der Sprit kommt aus der Straße von Hormuz und die kritische Lage ist, Kerosinlieferung brechen weg und es gibt bereits Engpässe im April. Und
noch aus dem ITA-Bereich einen Nachtrag. Da hat man ja damit gerechnet, mit kurzfristig, mittelfristig, langfristigen Problemen. Und die mittelfristigen Probleme sind jetzt am Start, weil die kurzfristigen 31. April, 31. März, ist vorbei. Jetzt geht es in die nächste Phase. Und genauso ist das in England. 50% des Kerosins kommt aus dem Nahen Osten. Die Straße von Hormuz ist blockiert. 20-25% des globalen Ölflusses sind betroffen. Die letzte Lieferung erreicht UK jetzt quasi aktuell und ab Ende April wird es wohl Engpässe geben. Alternativen sind USA, Indien und Europa für den Öl, aber UK ist halt stark abhängig vom Import, 70%. Bei den Airlines sind massive Kostensteigerungen möglich, operative Einschränkungen sogar denkbar. Für die Passagiere bedeutet das massiv steigende Ticketpreise, mögliche Flugreduzierung und vielleicht ist es so, dass weniger Verfügbarkeiten, höhere Meilenpreise, so etwas wird kommen. Und die Strategie ist natürlich, dass Diversifikation im Fuel Supply absolut wichtig ist. Und auch hier sieht man natürlich die geopolitische Abhängigkeit. Und es ist ja nicht nur, dass die Engländer von dieser Ölpreisthematik betroffen werden, sondern auch wir natürlich in Kontinentaleuropa. Und die Frage ist, warum hat UK so wenig Raffineriekapazitäten und ob die Fluggesellschaften wirklich dann anfangen, wie British Airways zu kürzen. Und Kerosin ist ein strategischer Engpass, also auch ein Bottleneck, denn diese geopolitischen Folgen, man merkt es, egal wo, alles hat ein geopolitisches Thema. Und es sieht wohl so aus, dass Flugbenzin, Kerosin der Preistreiber 2026 beim Flugreisen wird. Wie seht ihr das? Das ist die Frage des Tages. Und zwar wird Treibstoff der größte Preistreiber in 2026 für Ticketpreise. Aegean möchte auch wachsen und Aegean möchte sogar mit 19 Flugzeugen wachsen und Fokus auf Indien und den Ausbau des Hubs in Athen legen. 19 neue Flugzeuge in 3 Jahren. Fokus ist Airbus A321 inklusive LR. XLRs hatte man ja umgewandelt in LRs. Indienstart in 2027, Delhi, eventuell Mumbai. Und man möchte Athen als Hub zwischen Europa und Asien etablieren. Wachstum 4% jährlich. Deutschland ist wichtigster Markt. Ja, Narrowbody Longhaul wird ernsthafte Konkurrenz, muss man sagen. Für uns gibt es vielleicht eventuell mehr Direktverbindungen auch über Athen, was preislich interessant ist, mehr Optionen auch in der Star Alliance. Und Athen kann halt wirklich auch ein Mini-Hub werden gegen Gulf Airlines. Und Indien ist einer der größten Wachstumsmärkte. Deshalb macht das durchaus Sinn, wenn man dorthin fliegt. Ja, kann Aegean ohne Widebodies bestehen? Denn man möchte das Ganze ja mit 321ern, LRs, XLRs ja wohl nicht, fliegen. Und Konkurrenz zu Turkish Airlines und Gulf Carriern mit Narrowbodies halte ich für schwierig. Aber ihr wisst ja wie immer, der Preis. Hat Aegean das Potenzial, Mini-Turkish Airlines zu werden? Könnt ihr ja beantworten. Ein Skandal gibt es in den USA von SkyWest. Und zwar ein Flug wurde fast 1 Stunde verspätet, weil angeblich die Tochter eines Executive mitgenommen werden musste und ein Passagier wurde downgegradet aus der First Class. Der Flug Delta 4279 von SkyWest Airlines operated hatte 53 Minuten Verspätung, weil einmal die Tochter angeblich, man hatte nur eine Dame gesehen, man weiß es ja nicht genau und Delta gibt natürlich auch keine Passagierdaten bekannt. Als Tochter des CEO, also als Familienmitglied, hat der Flieger dann gewartet. Die Airline dementiert, klar, aber es ist halt wirklich ein Reputationsschaden und ihr seht, dass das Ganze natürlich ein Riesenthema ist. Und gerade wenn man dann von einem Status Downgrade betroffen ist, obwohl man ein First-Class-Ticket hat, ich weiß jetzt nicht, ob das ein abgegradetes Ticket war, weil in den USA ist es ja auch so, dass viele Leute ein Ticket in der First Class bekommen, wenn Platz frei sind. Wenn es bezahlt ist, war es noch schlimmer. Ist es so, dass halt hier Regeln gebrochen werden. Und es ist auch Compliance und Governance, weil hier plötzlich sagt man, ja, Operation, wir konnten warten auf die Dame, kein Problem. Aber die Zeiten, wo auf euch auf dem Flugzeug gewartet worden ist, ist ja auch lange, lange her. Und daran sieht man halt, wie viel Macht so Executives auf den Flugplan haben. Und was denkt ihr, wie Delta hätte reagieren müssen? Denn, ja, also wenn ich bezahle und ich würde dann downgrade, ich glaube, ich wäre da nicht happy. Ja, würdest du nach so einem Vorfall noch Status ernst nehmen?
ihr könnt ja berichten. Ja, da muss man oszillativ ausatmen und sagen, ja, leider, Volare ist am Ende, Volare ist tot, Volare ist Geschichte, aber der König lebt, Miles & More. ITER beendet das Volare-Programm und integriert sich vollständig in Miles & More sowie Star Alliance. Die Punkte verfallen bald und Integration in Miles & More, kein Status-Match automatisch. Ihr müsst einen machen bis Februar 2027, was okay ist, was fair ist. ITER wird somit Teil auch dann der Star Alliance. Lufthansa stärkt sein Netz massiv und Passagiere haben mehr Einlösungen und wir haben auch mehr Möglichkeiten, da Punkte mitzunehmen. Und ich denke mal, dass eine Konsolidierung in einem Vierfliegerprogramm, ja, ob sie nötig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch meinen Executivo oder wie der da hieß, der Status bei Volare, habe ihn aber wenig genutzt, bis gar nicht. Aber mit Lufthansa finde ich das gar nicht so toll. Aber die volle Kontrolle durch die Lufthansa wird ja auch vorbereitet. Also ich hoffe mal, dass das keine Fragen aufwirft. Warum es natürlich keine Punktübertragung gibt, liegt im System in Italien, kann man sagen. Aber American Express macht das ja. Also rein theoretisch würde es gehen. Die Frage ist natürlich für Miles & More, wird jetzt das mehr verwässert oder sagt ihr, nö, das ist so? Weil SAS ist ja zum SkyTeam gegangen. Dann ist jetzt von SkyTeam quasi die ITA zur Lufthansa gegangen. Jetzt bleibt nur die Frage mit der TAP und ob das gut ist für bestehende Kunden, diese Konsolidierungen, wenn man so reagiert. Strategisch ist das logisch, für die Kunden ist es negativ. Die Italiener haben ja schon mehrmals jetzt Programme verloren, ehrlicherweise. Einmal von der Alitalia. Wie hieß denn das nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ihr könnt es ja unten schreiben, kommentieren oder aufs Cool. Und halt jetzt den Schritt in die vollständige Integration. Und die Frage natürlich dazu, ist die Lufthansa Miles & More stärker geworden durch ITA? Ich nehme Spoiler, ich würde sagen ja, oder? Ihr denkt dran, wie immer, das Ganze nochmal in Fazit zu ziehen oder ins Fazit zu setzen. Denn gerade der Nahostkonflikt zeigt einmal zwei Themen. Einmal Kerosinpreisabhängigkeit, aber auch Routenabhängigkeit, weil es gibt ja unten nur 2 Routen im Moment. Und diese Geopolitik beeinflusst die Luftfahrt massiv. Ich kann es jeden Tag nur sagen. Und auch die Konsolidierung in Europa schreitet voran. Siehe ITA, Lufthansa, vorher hatten wir ja SAS und Air France, KLM. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das da auch weitergeht. Und die Narrowbody-Langstrecke wird immer wichtiger. Fuel- und Flottenstrategie sind entscheidend. Vertrauen und Kundenerlebnis bleiben aber wie immer der kritische Faktor, siehe Amerika. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und natürlich auch die Frage des Tages zu beantworten. Ich denke mal, wird ITA ein starker Lufthansa-Hub und ist Miles & More durch ITA besser geworden? Ich freue mich. Bis zur nächsten Sendung. Danke euch. Ciao.